Da ist eine Frau verschwunden. Und selten zuvor hat der Begriff spurlos besser gepasst als in diesem Fall. Wir sind in Heiligenblut in Kärnten an einem Spätsommertag vor 10 Jahren. Im Ort ist viel los, es sind viele Touristen und Wanderurlauber unterwegs, als die Hotelmitarbeiterin Rita Bangogi in ihrer Freizeit zu einem Spaziergang aufbricht. Sie wird dabei sogar noch einmal gesehen von einem Kollegen. Allerdings zum letzten Mal, denn danach taucht die Frau nie wieder auf. Die Mutter und Schwester der Vermissten melden sich bei Fahndung Österreich, weil ihre Angehörige Rita Monika Bangogi nun seit über 10 Jahren spurlos verschwunden ist. Die Ungewissheit, was mit ihr passiert ist, macht es für die beiden bis heute unmöglich, damit abzuschließen. Meine Schwester ist am 4.9.2013 in Österreich verschwunden und seither wissen wir nichts über sie. Als eine Mutter mit gebrochenem Herzen möchte ich alle Zuschauer darum bitten, wenn Sie irgendwelche Hinweise, Angaben, Informationen oder Gerüchte über unsere Tochter Rita haben, die für uns unersetzlich ist, dann bitte melden Sie sich. Die vermisste Rita Monika Bangogi ist ungarische Staatsbürgerin. Sie arbeitet einige Jahre in Amerika und ist für Saisonjobs auch immer wieder in Österreich. Sie spricht fließend Deutsch und ist Single. Rita war eine sehr menschenfreundliche Frau. Sie hat Kinder geliebt. Sie war auch mehrere Jahre als Babysitterin in Frankfurt am Main und sie hatte fast auf der ganzen Welt Freundinnen. Sie hat die Natur sehr geliebt und das Wandern. Sie hat viele Bücher gelesen. Mir fehlen noch immer die Worte. Was für sie ein Thema war, und das war für uns eigentlich erfreulich, weil es ja nicht so selbstverständlich ist, dass man in Heiligenblut leben möchte oder sein möchte, weil es ist halt einfach inneralpin. Und bei der Rita hat man gemerkt, dass sie einfach die Berge liebt, also dass das für sie ein Thema ist. Und sie war da sehr viel unterwegs. Rita verschwindet in der Kärntner Gemeinde Heiligenblut am Großglockner. Die damals 40-Jährige arbeitet dort als Patissiere in einem Hotel. Am 5. September 2013 kontaktieren ihre Kollegen die Polizei, weil die zuverlässige Mitarbeiterin nicht zur Arbeit erscheint. Die umfangreichen Erhebungen vor Ort, sofort von der Polizeiinspektion Heiligenblut, haben dann aufgrund von Zeugenbefragungen und Befragungen der Kollegen des Glocknerhofs ergeben, dass sie am 4.9. um die Mittagszeit zu einer Wanderung aufgebrochen sein soll. Sie wollte ursprünglich mit einer Kollegin gemeinsam wandern gehen. Diese hatte aber keine Zeit, weil sie arbeiten musste. Und so hat sie beschlossen, alleine eine Wanderung durchzuführen. Da wurde sie das letzte Mal gesehen von einem Zimmernachbar, wie sie um ca. 11.15 Uhr das Personalhaus verlassen hat. Ich habe draußen auf dem Balkon gefrühstückt. Ja. Und wie ich mein Kaffee und mein Essen raustrage, habe ich sie gesehen, Richtung Kärntnerhof runtergehen. Ne? Aber ich habe mir nichts dabei gedacht. Ne? Dann war auch nichts zum Denken. Auf alle Fälle, das war das letzte Mal, dass ich sie eben gesehen habe. Nicht? Im Landeskriminalamt Kärnten starten mit dem Verschwinden der Frau umfangreiche Ermittlungen. Die Spur von Rita verliert sich beim Personalhaus. Danach hat sie niemand mehr gesehen. Doch es gibt eine Auffälligkeit, die für die Ermittler bis heute Fragen aufwirft. Die Kollegen der Polizeiinspektion Heiligenblut haben unmittelbar nach der Anzeigenerstattung dann das Personalzimmer aufgesucht von der Rita und haben dort festgestellt, dass die Bergschuhe im Zimmer verblieben sind. Dann hat man die Arbeitskollegen gefragt, ob sie sich erinnern könnten, mit welchem Schuhwerk sie außer Haus gegangen ist. Und dann haben die Kollegen gesagt, ja, sie hat ganz sicher Sandalen getragen, Sommersandalen, wo wir dann davon ausgegangen sind, dass sie auf keinen Fall eine Wanderung ins hochalpine Gelände vorhatte. Mit diesen Sommersandalen. Das war das Außergewöhnliche, weil sie eigentlich sonst, wenn sie weitere Wanderungen unternommen hat, immer die Bergschuhe getragen hat. Das sagen auch die Zeugen, die befragt wurden. In Heiligenblut und Umgebung beginnen sofort nach der Abgängigkeitsmeldung intensive Suchaktionen. 1 Monat lang wird fast durchgehend nach Rita gesucht.
Die Tatsache, dass unklar ist, wo genau sie hingegangen sein könnte, erschwert die Suche. Das Ausmaß dieser Suchaktion hat es bis dato nicht gegeben. Das ist so weit gegangen, dass wir auch mit Suchketten im Gelände unterwegs waren, dass wir tatsächlich, ich würde sagen, keinen Zentimeter nicht abgesucht hätten. Wir haben diese ganze Suchaktion mit GPS-Koordinaten und mit Tracking aufgezeichnet, am Abend abgeglichen, ob nichts offen bleibt. Es ist wirklich alles versucht worden, um sie zu finden. Und das macht es vielleicht auch so komisch irgendwie. Insgesamt sind rund 300 Einsatzkräfte an der Suche beteiligt. Neben der Bergrettung, Alpinpolizei und Feuerwehr ist auch der Hubschrauber im Einsatz. Denn es gibt Bereiche, die Menschen, aber auch Suchhunde schlichtweg nicht erreichen können. Die besondere Lage von Heiligenblut im Großglocknergebiet stellt für die Suchmannschaften eine Herausforderung dar. Wir sind da natürlich von der Talsohle weg sofort im hochalpinen Gelände. Starke, felsdurchsetzte Wände, hunderte Meter hoch, gell. Dort und da wieder mal eine Wiesen. Ja. Wir sind hochalpin unterwegs und da muss jeder Schritt gut bedacht und gut überlegt sein. Es fordert höchste Trittsicherheit, teilweise mit Seilsicherungen. Und es ist ja auch so, dass wir den Gletscherbach von Ausfluss der Pasterze bis zu Heiligenblut herunter abgesucht haben. Es gibt einen Klettersteig, der oberhalb der Möll entlang führt, dass wir da jeden Zentimeter mit Canyoning-Spezialisten abgesucht haben. Das ist eben die Herausforderung. Also ich glaube, wir haben alles Menschenmögliche getan, was diese Einsatzkräfte leisten können, um eben der Vermissten auf die Spur zu kommen. Doch bis heute verläuft jede Suche in dem Gebiet negativ. Es kann auch keine Bekleidung oder Ausrüstung von Rita gefunden werden. Ihre Familie ist deshalb überzeugt davon, dass ihr Verschwinden nicht mit einem Unfall zusammenhängt. Ihre Mutter und Schwester haben vielmehr eine ganz andere Vermutung. Ich bin mir sicher, dass meine Schwester das Opfer eines Deliktes wurde, aus mehreren Gründen. Sie hat diesen Ausflug nicht in Wanderschuhen unternommen, sondern in normalen Straßensandalen. Und auch nach dem großen polizeilichen Einsatz wurde nichts gefunden. Deshalb bin ich überzeugt, dass sie sicherlich Opfer eines Verbrechens oder einer strafbaren Handlung geworden ist. Auch Klaus, Ritas Kollege und damaliger Barchef im Hotel, teilt diese Meinung. Auch deshalb, weil er verdächtigt wurde, etwas mit dem Verschwinden zu tun zu haben. Der Grund, warum ich tendiere, dass es um ein Verbrechen handelt, ist, dass 3 Monate später wurde ich kontaktiert vom Polizeiposten. Es haben ein paar verrückte E-Mails geschickt. Und die Bilder wurden von meiner Homepage geklaut und betitelt mit, das könnte der mutmaßliche Mörder sein. In weiterer Folge sind mehrere E-Mails aufgetaucht, also bis ins Frühjahr 5 an der Zahl. Und aus dem Grund habe ich bis heute, ich kann den Fall ja dann selbst nicht vergessen. Doch es gibt keine Hinweise auf eine Straftat und es ist unklar, von wem diese E-Mails stammen. Das Kompetenzzentrum für abgängige Personen im Bundeskriminalamt ist von Anfang an in die Ermittlungen eingebunden. Das Team erstellt unter anderem sogenannte Age-Progressed-Fotos der Vermissten, die zeigen, wie sie heute aussehen könnte. Na, grundsätzlich möchte ich mal sagen, dass wir nichts ausschließen. Das heißt, wir orientieren uns an den Tatsachen, die wir feststellen können. In diesem Fall haben wir keine Hinweise gefunden, dass irgendwie ein Gewaltverbrechen stattgefunden hätte. Und auch die Ermittlungen, dann, die noch monatelang weitergeführt wurden, haben in diese Richtung auch nichts erbracht. Also an dem Ermittlungsstand, der am Anfang gleich festgestanden ist, hat sich eigentlich nichts geändert. Der Hinweis, den wir uns erhoffen, wäre, dass vielleicht Personen, die an diesem Tag in Heiligenblut wandern waren, am 4. September, vielleicht Urlauber aus einem anderen Land
der das gar nicht mitgekriegt hat am nächsten Tag, diesen Auflauf der Polizei, diese Suchaktionen, die vielleicht am nächsten Tag abgereist sind, dass die vielleicht sich erinnern können, dass sie eine Frau beim Wandern getroffen haben oder dass sie vielleicht sogar ein paar Worte gewechselt haben oder dass man vielleicht sagt, die ist in der Richtung gesichtet worden oder in der Richtung, dass man vielleicht noch einmal einen Hinweis bekommen könnten, den wir dann natürlich wieder nachgehen könnten. Ja, und exakt diese Sandalen hatte Rita Bangogi an, als sie verschwunden ist. Also das sind keine Bergschuhe fürs hochalpine Gelände, das sind bestenfalls Wandersandalen. Ich begrüße an dieser Stelle Chefinspektorin Elke Altenmarkter vom Landeskriminalamt Kärnten. Schönen guten Abend. Guten Abend. Danke für den Besuch. Das sind tatsächlich Ihre Sandalen. Und das Foto haben Sie woher? Das Foto wurde uns von der Familie zur Verfügung gestellt. Das stammt aus ihren eigenen privaten Fotoaufnahmen. Und das sind tatsächlich ihre Outdoor-Sandalen, mit denen sie diese Wanderung an dem Tag unternommen hat. Jetzt denkt man vielleicht, wenn man nicht dort zu Hause ist in Heiligenblut, das sind hohe Berge, dort ist es wild und rau, haben wir ja auch gehört, das ist durchaus unwegsam. Das Naheliegendste wäre dort ein Unfall, also ein Unglück, dass man abstürzt oder etwas Ähnliches, Schreckliches passiert. Aber Sie haben in alle anderen Richtungen auch ermittelt. Wir haben in alle anderen Richtungen ermittelt. Dann, wie bei jedem vermissten Fall, kann man ja nichts ausschließen. Es wurden alle Erhebungen in jede Richtung durchgeführt. Die haben aber keine positiven Ergebnisse hervorgebracht, weshalb wir mit großer Wahrscheinlichkeit von einem Unfall im hochalpinen Gelände ausgehen. Dann müsste sie irgendwo ja sein oder ihr Körper irgendwo sein. Schauen wir mal kurz uns die Gegend an, weil interessant ist ja auch diese letzte Sichtung durch den Kollegen, die ist ja belegt. Genau. Wir sind in Heiligenblut, das Personalhaus ist ein bisschen außerhalb, am Rande. Und wo ist sie dann hingegangen? Genau, die Rita hat das Personalhaus verlassen und ist dann hier die Straße entlang gegangen, auf der rechten Seite der Fahrbahn. Das ist gesichert. Und an der Kreuzung, wo es rechts zu den markierten Wanderwegen geht und links in die Ortschaft Winkel, verliert sich ihre Spur. Wenn Sie sagen Wanderwege, was sind das dann für Wanderungen? Ist das ein gemütliches Spazierengehen oder wird es da gleich gefährlich? Das ist der Anfang dieses Talkessels und da kann man schon mit solchen Sandalen die markierten Wanderwege ohne weiteres bestreiten. Und dementsprechend auch dann der Suchradius. Genau. Weil da hat man nicht nur hier gesucht, sondern kann man sich jetzt hier ansehen, in einem gewaltigen Umfeld. Und man sieht, man ist sehr wohl schnell im hochalpinen Bereich, Wälder, auch besiedelte Gebiete. Das erstaunt so, dass man hier niemanden hat, der nach dem Kollegen irgendetwas gesehen hat. Wie war denn da das Wetter an dem Tag? Das Wetter war sehr schön, weshalb eben die Rita auch die Wanderung unternommen hat. Sie wollte ursprünglich mit einer Freundin gemeinsam wandern gehen, die hatte aber keine Zeit. Und sie hat ja dann noch einmal gesagt, das ist so ein schönes Wetter, das muss ich ausnutzen, ich gehe wandern. Waren an dem Tag auch andere Wanderer, Touristen unterwegs, wenn das Wetter so schön war? Es waren durchaus andere Touristen unterwegs, aber es hat keine Sichtung gegeben, beziehungsweise hat sich niemand bei der Polizei gemeldet, der sie nach diesem Zeitpunkt noch gesehen hat. Jetzt hat sie ja alles im Zimmer zurückgelassen, aber das Mobiltelefon hatte sie dabei? Das Mobiltelefon hatte sie dabei. Das haben wir dann auch am nächsten Tag unmittelbar nach der Anzeigenerstattung der Mitarbeiter des Hotels Glocknerhof dann mittels einer Beilung beim Mobilfunkanbieter orten können, beziehungsweise den genauen Standort konnten wir nicht mehr feststellen, weil das Handy am nächsten Tag dann vom Netz gegangen ist. Die Techniker des Mobilfunkanbieters konnten uns aber nicht den Grund dafür nennen. Es kann sein, dass der Akku leer geworden ist. Es kann aber sein, dass das Handy kaputt geworden ist. Das lässt sich nicht mehr nachvollziehen dann. Dann hat es diese Sache mit dem Kollegen gegeben, die ja für einen Außenstehenden jetzt ein bisschen merkwürdig wirkt auf den ersten Blick, dass ein so anonyme E-Mails ihn da hineinziehen wollen, beschuldigen. Wie weit sind Sie denn da bei Ihrer Suche gekommen, Urheber oder Urheberin herauszuforschen? Genau, also die E-Mails, das ist technisch nicht möglich gewesen, dass man das nachvollziehen konnte, woher die gekommen sind. Wir haben natürlich aber die Inhalte schon überprüft. Die Bilder, die er dann verwendet hat, die hat er aus dem Internet heruntergeladen und da hat er dann Kunstwerke erstellt, sogenannte Kunstwerke. Das wurde aber lange vor der Zeit erstellt, bevor die Rita überhaupt in Heiligenblut gearbeitet hat. Trotzdem sind sich die Angehörigen ganz sicher, dass der Rita etwas strafrechtlich Relevantes zugestoßen ist. Warum sind sich die so sicher? Sie sprechen auch von Gerüchten.
Ja, bei vermissten Fällen generell sind die Angehörigen ja immer sehr traumatisiert. In diesem speziellen Fall, weil es schon so lange dauert, dass man keine Gewissheit hat, was ist mit dem Angehörigen passiert, sind natürlich die Angehörigen extrem darauf aus, dass man immer was macht als Polizei, dass man immer weiter ermittelt. Und wir haben wirklich alles ausermittelt in alle Richtungen hinsichtlich eines Verbrechens, hinsichtlich eines Unfalls. Aber wir leider Gottes... Aus Sicht der Angehörigen völlig verständlich, aus Sicht Richtig. der Polizei auch verständlich. Ja. Und da kommen wir ins Spiel. Vielleicht können wir einen kleinen Baustein liefern. Das Vielen wäre Dank. toll. Ja, meine Damen und Herren, so ungefähr wie hinter mir würde Rita Bangogi jetzt aussehen, 10 Jahre später, wenn sie noch am Leben ist. Die Ermittler haben ihr Gesicht, wir haben es im Beitrag gehört, also ein bisschen künstlich altern lassen. Das ist unser Fahndungsaufruf jetzt. Und da sind alle Personen aufgerufen, die vor 10 Jahren, im September 2013, in Heiligenblut in Kärnten waren. Vielleicht auch Zuseher aus Deutschland. Kann sich jemand an diese Frau erinnern? Hat sie jemand auf einem Wanderweg oder bei einer Hütte gesehen? Vielleicht sogar ein paar Worte mit ihr gewechselt? Rita Bangogi ist ganz genau am 4. September 2013 verschwunden. Unter Umständen gibt es also Zeugen, Urlaubsgäste, die kurz danach abgereist sind und von der Suche nach einer Vermissten gar nichts mitbekommen haben. Wenn Sie eine Beobachtung gemacht haben, der Sie bis jetzt vielleicht keine Bedeutung beigemessen haben, dann melden Sie sich bitte jetzt bei unseren Ermittlern. 059 133 133 oder schreiben Sie eine E-Mail an fahndung-österreich@bmi.gv.at.